Große Veränderungen stehen bevor. Ein neuer Abschnitt hat begonnen. Nachdem ich in den letzten Jahren mehrfach in der Classic Physik auf der Wettkampfbühne stand, soll es nun anders kommen. Ich habe diese Saison meine Prep nach einem Wettkampf, mein Pro-Debüt in der Classic Physik, beendet, um mich anderen Plänen zu widmen. Ich verlasse die Bühne, um mich in Zukunft dem Tennis hinzugeben und mir dort eine Karriere aufzubauen. Moment mal. Ich verlasse die Bühne mit dem Ziel eines großen Aufbaus, um das zu machen, was sich seit Jahren für mich immer wieder nach dem richtigen Weg anfühlt. So, Zeit für ein bisschen Real Talk. Also, ich glaube, ihr könnt es mittlerweile erahnen und der eine oder andere hat es vielleicht auch schon auf meinem Instagram mitbekommen. Ich plane in Zukunft nicht mehr in der Classic Physik auf die Bühne zu gehen. Keine Angst, ich werde den Sport nicht verlassen. Ganz im Gegenteil, mein Ziel ist, jetzt endlich mal einen richtig großen Aufbau zu machen. Das haben wir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren nie so richtig gemacht. Also klar, Aufbau schon, aber nicht dabei mal wirklich so das volle Potenzial auszuschöpfen und zu gucken, was ist überhaupt möglich. Und ich bin in den letzten Jahren ja schon öfter in der Classic Physik gestartet. 2022, 2023, wo ich quasi die Pro-Card geholt habe, und jetzt bei meinem Pro-Debüt 2025. 2019 habe ich ursprünglich mal gestartet bei den Junioren im Bodybuilding. Da gab es auch, das war damals beim NAC, da gab es keine Classic Physik-Klasse, da gab es die Athletik-Klasse, das war jetzt aber nicht so meins. Und in den letzten Jahren, immer wenn ich eine Prep gemacht habe und dann so die Zeit, wenn es zum Wettkampf hinging und so, und auch so, wenn ich dann hinter der Bühne lag, dann habe ich immer wieder angefangen, mir so Bilder von der Open Class anzugucken. Ganz besonders von Günther Schlierkamp, das ist eigentlich so mein Idol im Open Bodybuilding. Und ja, ich habe in dieser Prep gemerkt, die Prep an sich lief sehr gut und ich hatte auch echt Bock drauf. Und so zum Wettkampf hin war dann auf einmal so voll die Luft raus. Dann hatte ich einfach das Gefühl, Alter, irgendwie ist das hier nicht das, was du willst so richtig. Und das war auch der Grund dafür, warum ich dann keine weiteren Wettkämpfe mehr gemacht habe, weil es sich einfach für mich gar nicht mehr richtig angefühlt hat. Und ich wollte einfach jetzt diesen Schritt gehen. Ich habe in den letzten Jahren, wie gesagt, immer wieder überlegt, so, oder mehr oder weniger überlegt, das mit der Open Class, und jetzt habe ich mir einfach mal so realisiert, dass das der richtige Schritt sein könnte. Also das ist jetzt der Plan A quasi, der große Plan, einen Aufbau zu machen, einen richtigen Aufbau, um dann potenziell in der Open Class zu starten. Wann das sein wird, keine Ahnung. Wenn es halt passt, einfach gucken, was drauf geht. Ich schließe dabei nicht ganz aus, vielleicht doch nochmal in der Classic zu starten. Das wäre so der Plan B. Falls das mit der Open Class nicht so richtig hinhaut, wie man sich das vorstellt, dann habe ich immer noch in der Hinterhand diese Option, doch nochmal in der Classic zu starten. Aber ja, ich würde es gerne mit der Open Class versuchen. Mein Coach sagt, das ist möglich, und wir gucken jetzt einfach, was der Aufbau bringt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Rebound und so, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht klappt's nächstes, übernächstes Jahr, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie gut das jetzt laufen wird mit dem Aufbau. Ich bin da guter Dinge, ich ziehe auch voll durch, und ich habe da wirklich dieses Ziel vor Augen, das in Angriff zu nehmen. Und alles Weitere wird sich dann zeigen, je nachdem, wie gut das Ganze klappt. Also Ziel jetzt, Open Class. Und dazu werden noch einige YouTube-Videos kommen. Ich mache eine Playlist, eine Road to Open Playlist, mit vielen Videos, mit Trainingsvideos, auch mit Tipps für euch. Das ist so der Plan. Ja, und allgemein dokumentiere ich das alles so ein bisschen. Und dann kann man ja schon gucken über die Monate, wie entwickelt sich das, wie läuft das Ganze. Und dann schauen wir weiter. Noch eine kleine Sache, die vielleicht so ganz nice to know ist. Also es war tatsächlich so, am FIBO-Tag, quasi vor den Finals, wir waren Backstage da schon, und mein Coach war mit mir da so in einem Raum quasi. Und da wusste ich schon, Junge, das ist jetzt der letzte Wettkampf für die Saison, weiter machst du nicht. Und das habe ich auch meinem Coach so ein bisschen gesagt, dass ich jetzt eigentlich direkt Aufbau machen wollen würde, keine weiteren Wettkämpfe. Da meinte er noch so, mach auf jeden Fall noch einen weiteren. Wir hatten da Spanien zum Beispiel geplant, und es ist ja auch eigentlich schlau, noch weitere Wettkämpfe zu machen. Aber bei mir ist das so, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das sofort umsetzen, ne? Dann kann ich nicht mehr warten, und ich habe da einfach auf mein Bauchgefühl gehört, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bereue es auch überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt sehe, da kommen noch Wettkämpfe, die verfolgt man vielleicht auch so ein bisschen mit, dann bereue ich es überhaupt nicht, mir zu sagen, da hättest du jetzt auch stehen können. Weil für mich ist jetzt einfach diese Mission open und voller Fokus darauf und nichts anderes. Und das fühlt sich für mich genau richtig an, das ist genau der richtige Weg, und
Das war nicht nur so eine kurze emotionale Entscheidung, die ich jetzt bereue, sondern es ist einfach nach wie vor für mich die richtige Entscheidung. Und deswegen gehe ich diesen Weg auch so. Und ja, auch mein Coach hat da gesagt, pass auf, ich stimme dir zu und er ist da auf jeden Fall, steht da hinter mir. Und er sagt auch, dass es möglich ist, das zu machen. Von daher bin ich da guter Dinge. Ja, das ist der Plan jetzt. Genug gelabert. Die nächsten Videos kommen in Kürze und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein.